Italienische Wochen war neulich an der Ladesäule. Avanti, Avanti. Okay, der war jetzt sehr flach, aber wir haben den Audi S6 e-tron Avant Quattro. Viel Also, Spaß. bleibt dran. Herzlich willkommen bei Neulich an der Ladesäule. Wir haben heute den Audi S6 Avant e-tron Quattro. Gut, dass die Bezeichnung so kurz ist, sonst hätte ich mir das bestimmt nicht merken können. Aber Spaß beiseite. Es ist ein sehr schönes Auto. Es ist der erste Avant, den wir haben, der erste Kombi. Und das ist wirklich unsere absolute Premiere. Wir hatten bisher noch keinen elektrischen Kombi, Daniel. Ich finde es auch sehr gut, dass wir endlich mal einen Kombi, also dass es ein Kombi gibt. Ja. Wir hatten wirklich noch keinen Kombi. Es ist natürlich wieder das absolute Familienauto für weit über 100.000 Euro. Aber gut, was sollen wir machen? Wenn er jetzt nicht so teuer wäre, wäre es auch ein richtig schönes Familienauto. Ich stehe jetzt sofort bei was ich nicht mitbestellen würde. Und das ist dieser Kamera-Außenspiegel. Also ich weiß es nicht. Ich komme damit einfach nicht klar. Rückwärts einparken ist sowieso meine absolute Stärke. Und mit diesen Kameras, ich habe irgendwie, ja genau, nicht. Okay. Und ich habe irgendwie das Gefühl, ich kann damit noch weniger einparken. Aber wir werden es gleich sehen, die 360-Grad-Kamera, die ist allerdings wieder spitze. Das ist die neue Audi A6 Front. Die ist sehr sportlich, muss ich sagen. Allerdings, man denkt ja, das sind die Hauptscheinwerfer, aber das sind eigentlich nur so diese LED-Tagfahrlichter. Und der Hauptscheinwerfer oder die Hauptscheinwerfer mit dem fantastischen Matrix-LED-Licht, die sind hier unten. Die fallen einem erst gar nicht auf. Man denkt irgendwie so, das sind so ein bisschen Lufteinlässe. Ich meine, gut, wenn sie an sind, fällt es natürlich auf, ist klar. Dadurch, dass das der S6 ist natürlich auch das alles noch ein bisschen sportlicher und kantiger und mit diesem Abgesetzten hier und so. Also es sieht alles schon wirklich sehr, sehr schnell aus. Genauso natürlich auch die Felgen. Sind jetzt keine Keramikbremsen, aber man sieht schon, es ist auf jeden Fall eine Sportbremsanlage durch die roten Sättel. Ich glaube, wenn die Bremssättel rot sind, dann spart man beim Bremsen locker 10 Meter. Ist wirklich so? Also nicht an der Farbe, aber rot heißt jetzt gute Bremsen. Zumindest war das früher beim Tuning so, wenn man die rot hatte, sofort besserer Bremsweg. Okay, na gut. Selbst wenn man sie selber angepinselt hat. Das ist auch eine sehr interessante Sache. Das sind gar keine richtigen Griffe. Man muss nur drunter packen und da ist dann so ein Sensor. Also man zieht nichts mehr selber sozusagen. Also es sind jetzt keine Griffe, die man rauszieht, sondern eigentlich nur noch Sensoren. Es sieht aber wie normale Griffe aus. Wenn es mal ganz, ganz schnell gehen soll an der Ladesäule, und es regnet zum Beispiel, ist klar, dass das jetzt natürlich nicht funktioniert. Audi, was habt ihr eigentlich mit Ladeklappen? Was habt ihr für ein Problem? Gut, also das ist jetzt so bei dem e-tron so typisch, dass es auf beiden Seiten Lademöglichkeiten gibt. Wenn dann dieses riesige Scheunentor offen ist, nach 10 Sekunden. Man kann sich jetzt auch drüber streiten, ob das die richtige Position ist oder ob es besser wäre, nach da aufzuklappen, weil wenn jetzt das Auto irgendwo in einem engen Parkplatz steht und ist schon nicht so gut, sage ich mal. Auf jeden Fall auf dieser Seite die 11 kW. Ich glaube, optional gibt es auch, ich glaube noch nicht 22 kW, aber bald. Auf der anderen Seite können wir direkt mal hingehen, wo wir einmal beim Laden sind. Hier geht es dann auch direkt. Da haben wir dann die Lieblingsklappe vom Daniel. Es ist immer eine Klappe, Immerhin nicht ist es so, eine Klappe. so Gummiprümpel. Ja. Ja, und das ist dann eben, hier, Gummipümpel haben sie nicht, die haben dann diesen Schutz da drüber, der sich dann in diese Gummidichtung dann reindrückt sozusagen. Da entfällt das dann. Sehr gut, finde ich sehr viel besser. Es ist sogar, sieht man jetzt nicht, aber es wird unten sozusagen der Bereich, wo man den Fuß hintun soll, wird sogar mit einem kleinen LED-Licht gekennzeichnet sozusagen. Was nur nachts funktioniert. Ja, tagsüber sieht man es nicht, aber wenn man ein paar Mal nachts ausprobiert hat, weiß man, wo man den Fuß hintun kann. Ja, es sind noch meine Krücken da drin, sehe ich gerade. Aber man sieht, man kann Krücken fast quer reinlegen. Ich meine, die sind jetzt auch auf sehr lang gestellt. Wenn man die ein bisschen kürzer stellt, passen die auch quer rein. 502 Liter und 1422 Liter bei umgeklappten Rücksitzen.
Oh, ist sogar eine relativ ebene Fläche. Ja, es steigt dann eben hinten ein bisschen wohl. Ah, das ist schon angenehm mit zu gucken. Also dann muss ich auch noch was sagen, was ich bei Audi super finde. Einmal dieses Netz finde ich wirklich super. Dann finde ich super diese Seitennetze. Da kann man mal eben hier so eine leere Einkaufstasche eben hin tun oder auch ein bisschen was anderes. Das finde ich super. Und auch diese Haken. Wo wir gerade davon gesprochen haben, hier ist auch noch mal die Kurzanleitung, wie man seinen Fuß am besten nutzen soll, wenn man die Klappe aufmachen will oder auch zu. Und wenn einem das nicht reicht, gibt es auch noch einen QR-Code. Dann kann man sich, denke ich mal, so 2, 3 Seiten mit der genauen Erklärung angucken. Man kann, glaube ich, auch es piept. Stehe ich zu nah dran? Ah, ich war zu nah dran. Wie hat er das denn erkannt? Er hat auf jeden Fall gepiept. Man hat sogar 8 verschiedene Lichtsignaturen, wo man dem Auto sagen kann, wie die LEDs dann eben leuchten sollen, hinten und auch vorne. Und was ich allerdings wirklich schön finde, ist, dass auch die Audi-Ringe beleuchtet sind. Und das sieht wirklich abends richtig schick aus. Die Designsprache hier ist sehr deutlich, dass da unten ein Akku drunter ist. Ja, Durch diesen schwarzen abgesetzten Balken, er wirkt dadurch zwar flach, schmal, aber dennoch hoch. ja. Und ganz nebenbei, also der Wagen ist 4,92 Meter lang. Es ist jetzt nicht so ein Trümmer wie zum Beispiel der EQS, der ist ja noch mal ein ganzes Stück länger. Und, aber er hat einen Radstand von 2,95 Meter und dadurch, also das zieht den Wagen schon ordentlich auseinander, würde ich sagen. Ja. Und dadurch, wenn ich mich jetzt zum Beispiel hinter mich setze, ich bin 1,93 Meter groß, ja, ich glaube, so ganz riesig ist es nicht, aber verdammt. So. Ich glaube, ich müsste noch ein Stück vor, wenn ich jetzt hinter mir mitfahren wollte. Aber wie gesagt, ich bin natürlich auch relativ groß. Was wir hinten schon geguckt haben, das waren die 502 Liter oder eben umgeklappt 1422 Liter. Aber wir haben ja noch den unfassbar großen 27 Liter fassenden Frank. Ich meine, besser als keiner. Ja, das Ladekabel wird auf jeden Fall passen. Naja, ja gut, das Model 3 hat schon ein bisschen größer, ne? Definitiv, ein ganzes Stück. Die meisten haben mehr. Ja. Aber gut, besser ein bisschen als gar nichts. Machen wir dran weiter. Zack. Ich würde mich normal nicht so in ein Auto setzen, aber ich mache das wegen meinem Fuß, weil das ist ein bisschen geprellt. Ja, das ist sozusagen das neue Bediensystem von Audi. Und das gefällt mir auf jeden Fall schon recht gut. Wir gehen in die richtige Richtung. Es ist natürlich wieder Geschmackssache. Bei dem letzten e-tron-Video, bei den älteren e-tron-Modellen, da waren eben diese kleinen Displays und dann hier noch ein etwas größeres. Hier haben wir jetzt sogar ein Beifahrerdisplay. Wir haben insgesamt 6 Displays hier drin. Stimmt, 2, die komplett, ja, was heißt komplett überflüssig. Also ich komme nicht mit klar mit den digitalen Rückspiegeln. Hier gucke ich normal etwas drüber und man muss immer so runter gucken. Abends ist das jetzt auch nicht so schön, wenn es dunkel ist und gerade auch wenn es regnet. Und ich habe ein Riesenproblem beim rückwärts einparken. Also wenn ich da über die Außenspiegel gehe, da komme ich einfach nicht drauf klar. Wir können hier wischen, dann haben wir so die wichtigsten Dinge. Das ist das neue Bedienkonzept. Was ist denn da jetzt so neu? Was ist denn anders? Also ich sehe schon irgendwie, man kann viel wischen und es ist größer. Aufgeräumter, würde ich sagen. Ich habe das Gefühl, dass ich vorher immer in sehr viele Untermenüs musste. Es ist jetzt ein bisschen übersichtlicher. Vorher waren das dann eben dann wieder vereinzelte Kacheln, wo man dann wieder ins Untermenü musste. Und das ist jetzt alles so ein bisschen mit diesem Reiter hier oben, ist das ein bisschen angenehmer. Gut, wir sind jetzt auf Displays. Da können wir jetzt eben, ist jetzt eigentlich selbsterklärend.
eben draufklicken und dann, gut, wir können jetzt hier nur die Helligkeit einstellen. Da habe ich vorhin drüber erzählt, mit dem Außenlicht. 8 verschiedene Möglichkeiten der Visualisierung des vorderen und hinteren Lichtbereichs. Und das ist dann immer so ein bisschen anders. Das ist das Standlicht oder das... Das ist das Licht, während du auch fährst. Also die Lichtsignatur vorne und hinten sozusagen. Ist eigentlich auch nur eine Spielerei. Ja. Ambientlicht eben ganz viele verschiedene. Man kann es auch einfach ganz ausmachen, wenn man jetzt gar nicht drauf steht. Massagefunktion kann man eben auch, Intensität. Es ist irgendwie alles so ein bisschen aufgeräumter, würde ich sagen. Wir waren jetzt ausschließlich im Einstellungsmenü. Was gibt es da noch? Also links sind ja, da ist ja noch ein... Das wäre jetzt ein Fahrzeug. Ach so, Alter, wir waren nicht nur in einem Fahrzeug. Genau. Telefon, Store, du kannst sogar einzelne Sachen hier, wie zum Beispiel... noch Apps dazu kaufen. Genau, zum Beispiel YouTube gibt es als eins. Ups. Rechtliches. Dann haben wir links die Navigation. Genau, das sind sozusagen die Shortcuts hier. Ach, das ist dasselbe wie der große Knopf da. Genau, das ist dasselbe wie da. Dann klickt man entweder da drauf und da siehst du auch, hier ist schon unterstrichen. Also das ist dann einfach der Shortcut. Dann hier Shortcut laden. Man sieht die Temperatur der Batterie, was ich sehr gut finde. Das hatten sie vorher nicht. Bringt das was? Ja, weil wenn du jetzt natürlich, wie bei vielen anderen Modellen auch, wenn du jetzt in der Navigation bist und eine Ladesäule ansteuerst, dann macht er ja sowieso automatisch die Vortemperierung der Batterie. Hier kannst du dann einfach ein bisschen gucken, in welchem Bereich du gerade bist. Ich denke mal, optimal wird irgendwie so um eine 25 Grad sein, dass du dann eben die volle Ladegeschwindigkeit erreichst. Aber es bringt nichts, ich kann nichts machen, das wird mir nur angezeigt. Du kannst jetzt hier nichts machen, nee. Ja. Also eigentlich eine Anzeige, die überflüssig ist. Da sind jetzt die richtigen Einstellungen. Die Einstellung. Ja. Das Zahnrad. Gut, Verbindung, entweder WLAN oder mit dem Telefon, Ton, Klangeinstellung, da hast du alleine schon viele Möglichkeiten. Du hast in der Kopfstütze, Fahrer und Beifahrer, hast du einen Lautsprecher. Okay, da können wir auf die andere Folge noch verweisen. Wir haben den, was war das für ein anderes Ding? Der Audi Q6 e-tron SUV. Wenn die Folge draußen ist, könnt ihr hier klicken. Ich jetzt hier gerade als Beifahrer habe auch so ein tolles Display. Ich kann hier auch die Navigation einstellen, damit der Fahrer das nicht machen braucht. Ist auch eine wirklich sehr schöne Sache, weil dann toucht der Beifahrer nicht auf dem großen Display, muss sich nicht so nach vorne beugen und so. Geht auch von hier nicht so gut, weil das ist wirklich zum Fahrer ausgerichtet, das Display. Ja, und ich sehe von hier aus auch die Rückspiegel, die gar nicht mal so eine hohe Auflösung haben. Sieht nicht so schön aus. Das sieht wirklich so aus, wie man jetzt auf der Kamera das auch sieht. Auflösung ist nicht schön. Wir haben ein riesiges Glasdach, da kann man aber nicht rausgucken. Es sieht, nee, man kann jetzt nicht, es ist jetzt sehr milchig, undurchsichtig. Und wenn wir jetzt hier draufklicken, jetzt kann man sich das Stück für Stück aufmachen. Wir können es natürlich auch, dass es automatisch auf oder zugeht. Was allerdings schade ist, es ist immer noch sehr milchig. Also man kann jetzt durchgucken, das stimmt. Aber es ist jetzt nicht, dass es ein komplett... Also wenn man es vergleicht, die Scheiben unten, die Seitenscheiben, das jetzt im Vergleich zu zum Dach, ist tatsächlich noch so ein bisschen milchig, ist nicht ganz klar. Aber klar, wenn man es so macht, ist es hier drin dunkler nicht unbedingt, aber man kann nicht mehr durchgucken. Und es ist wirklich ein Schutz vor der Sonne. Okay. Also ich habe es ausprobiert, die Sonne stand direkt über mir. Als ich es sozusagen offen hatte, wurde ich sehr stark geblendet und als ich es zu hatte, sah man nur die Sonne, diesen kleinen Punkt. Aber es okay, so haben wir das hier. Da oben ist die Sonne, da, jetzt blendet sie, jetzt ist sie aus. Also es bringt tatsächlich was. Aber andersrum nicht. Kann man noch nur vorne zu machen? Doch. Doch, oh. Zack. Ah, das würde ich ja als so programmieren, dass das permanent durchläuft, ne? Wie so ein Schleifer. Okay, das ist witzig, ja. Ja, wir haben, muss man sagen, es ist schön, wir haben ein Satellitenbild, aber so richtig flüssig ist es leider immer noch nicht. Also 2025. Ja, es ist, es ist ein bisschen ruckelig. Das Lenkrad, vielen gefällt es nicht mehr so, weil es irgendwie so ein bisschen eckig ist. Ich finde es eigentlich so beim Fahren ganz angenehm.
Die Tasten, es ist jetzt nicht nur per Wischgesten, man kann auch wischen, aber man hat trotzdem, wenn man draufdrückt, auch noch vernünftige Druckpunkte und man kann es auch einfach als normale Tasten benutzen, was ich sehr, sehr angenehm finde, weil diese Wischtasten am Lenkrad finde ich furchtbar. Was ich nicht so gut finde, das hätte ich schöner gefunden, die Leiste hier unten mit der Klimaanlage zum Beispiel. Das hätte ich lieber als Tasten in dem. Das fand ich bei dem Audi mit den Tasten und fand ich das schöner, während der Fahrt dann mal eben drauf zu drücken. Wir haben hier unten Klavierlack. Ja, Klavierlack. Klavierlack ist eine fantastische Idee, wie ich finde. Nicht? Und dann haben wir hier drunter noch ein Getränkehalter. Also noch 2 Getränkehalter und da kriegt man auch soweit alles rein. Was ich auch ganz komisch finde, wir haben einen Aschenbecher. 2 USB-Anschlüsse. USB-C, ja. 12 Volt. Steckdose. Ja, das finde ich auch sehr gut hier mit dem Regler lauter, leiser und so. Mediensteuerung. Dann haben wir hier nochmal dieses Drive Select, wo wir die verschiedenen Fahrstufen einstellen. Das ist die Gangschaltung, Parken und ja, die Kamerasteuerung. Fahrassistenz und die Kamera. Das ist allerdings auch sehr gut, wenn man irgendwo einparken will, mal eben den Knopf drücken. Hier ist wieder... Das geht wohl nicht anders mit den Displays. Ich weiß nicht, warum man da dieses Plastik, weil hier ist es ja leicht aufgeschäumt. Und unten hat man auch wieder dieses Plastik, genau wie hier. Okay. Und es fängt sogar hier schon an. Also da ist jetzt Plastik, hier ist Plastik, da. Aber es knarzt zumindest nicht. Nein, oder? knarzen tut nichts. Das, nee. also das ist alles schon bombenfest. stabil. Ich habe beim Fahren noch nicht einmal gehabt, dass irgendwas geknackt oder geknarzt hätte. Dann der dunkle Dachhimmel ist auch schön, ist auch so leicht aufgepolstert. Qualitativ alles gut. Es ist natürlich, wenn man mit dem Schuh mal drankommt, der ist ein bisschen dreckig, ist es natürlich leichter zu reinigen als jetzt so ein aufgeschäumter Kunststoff. Aber es sieht einfach nicht schön aus und hört sich nicht schön an. Aber das machen viele andere auch. Aber Tesla macht es nicht mehr. Ich habe jetzt auch direkt den B-Modus rangemacht. Ist eigentlich ein One-Pedal-Drive. Wenn ich jetzt runtergehe, macht er bis zum Stillstand. Finde ich gut, war früher bei Audi auch nicht. War gar nicht. Allerdings haben sie es nicht so sanft umgesetzt. Immer noch nicht, dass man... Das wäre allerdings dann wieder so eine Software-Sache oder die nächste Generation. Da könnte man dann ja mal für sorgen, dass es noch ein bisschen besser wird. Eigentlich schon. Eigentlich müsste das Software sein, ne? Mit dem One-Pedal-Driving. Das haben ja sehr viele Hersteller, dass sie so ein bisschen verzögert das haben. Das muss man sagen. Der Wagen ist richtig schön leise. Ob Autobahn oder ob Landstraße, Innenstadt oder so, es ist ein richtig angenehm leises Auto. Wenn wir sagen nicht individuell, dann haben wir Dynamik, Komfort und Effizienz. Du kannst ja mal Dynamik anklicken, dann hast du allerdings auch diesen Klang mit dabei. Genau. Jetzt ist er also sportlicher, auch direkter am Strom. Dann ist Dynamik der sportliche. Das ist jetzt nach meinem Geschmack ist das, was ich gerne habe. Weil dann habe ich den direkten Fahrbahnkontakt sozusagen. Genau. Wir haben dann auch noch Komfort und Effizienz. Also Dynamik heißt direkter Fahrbahnkontakt, lauter Sound hier drin und die meiste Kraft einfach. Ne? Ja, Komfort. Dann ist er schön leise oder man hört so gar nichts von dem künstlichen Motorsound. Und du hast eben eine komfortablere Federung. Das sieht man hier, fährt jetzt hoch. Fährt ein bisschen hoch, genau. Obwohl in Dynamik ist es auch schon sehr komfortabel, muss man schon sagen. Und dann gibt es noch Effizienz. Effizienz, da geht es dann wieder runter. Zumindest auf der Autobahn geht er dann auf die niedrigste Stelle, weil dann hat er den wenigsten Luftwiderstand. Da ist aber, glaube ich, dann auch die Leistung reduziert, damit man eben dann nicht so einen hohen Stromverbrauch hat. Und dann haben wir noch Effizienz Plus. Jetzt dimmt der automatisch das Display. Aha. Das wird hier alles grün. Nee, jetzt ist alles so, jetzt meint das ernst. Ja. Das ist aber so ähnlich so wie also ein Stromsparmodus, ne? Wenn man nur noch so 15% im Akku hat, 10%. Ich habe jetzt so die letzten Kilometer einen Verbrauch von 17,2 Du fährst aber viel Landstraße. Es ist allerdings, jetzt einen Morgen war es mal ein bisschen kühler und da bin ich ein bisschen zügiger auch gefahren und da war ich auch mal schnell bei 24, 25 Kilowattstunden. Obwohl du auch immer noch nur Landstraße fährst. Ja. Habe ich ja bei mir auch gemerkt. Wenn ich hier nur über die Dörfer hin und her fahre, dann liege ich so um die 10 Kilowattstunden bei meinem Fahrzeug. Und sobald du Autobahn wirst, da kommen ja dann 6 schnell
6 Kilowattstunden drauf. Ja gut, was aber immer noch super sparsam ist bei deinem. Ja. Hier bist du schon mal Autobahn gefahren? Ich bin auch schon mal Autobahn gefahren, also da bin ich schon über den 20 Kilowattstunden. Er blinkt sogar im... Ah ja gut, stimmt, der Spiegel würde ja sonst auch blinken. Also der ist ja das Blinklicht. Und hier oben blinkt er auch, oder? Nein, so effizienzmäßig, also man kann ihn auch ein ganzes Stück unter 20 Kilowattstunden fahren, aber sobald es zügiger wird, ist er auch gerne mal über 20 Kilowattstunden. Ich bin ja den 50er damals gefahren und das schon. Okay. Ja, also da ist er schon, also es tut sich was, es wird viel weniger. Verbrauch, ich würde jetzt auch sagen, bei so einem Fahrzeug, bei so einer Preisklasse zweitrangig, ne, dann gibt man halt ein bisschen mehr auch für Strom aus. Da achtet man nicht so sehr drauf, würde ich jetzt echt mal so sagen, wenn du so ein teures Auto fährst. Allerdings geht das auch auf die Reichweite. Klar. Du könntest ja weiterkommen, wenn du weniger verbrauchst. Deswegen finde ich das auch schade, weil er ist WLTP irgendwas mit weit über 600 Kilometer angegeben. Und selbst bei meiner effizienten Fahrweise, also jetzt ehrlich gemeint, hatte ich jetzt kaum mehr als 450 Kilometer angegeben. Und er berechnet das ja immer. Das ist wirklich sehr sparsam. Also es wird immer mehr so Richtung Tesla oder NIO, dass jetzt auch die Fahrzeuge, LKWs und so erkannt werden, Fahrräder, Motorräder und so zeigt er an. Es ist jetzt nicht so viel los wie bei dem NIO damals. Da war richtig hurra. Ich glaube, bei dem NIO, da wurden sogar Wühlmäuse gezeigt und also alles Katzen, alles wird angezeigt. Okay, das ist hier nicht, aber das ist ja auch gut. Hier wird es auf das beschränkt, was man braucht. Genau. Was zum Fahren notwendig ist. Dasselbe hast du auch im Head-Up-Display? Jetzt ist nur die erlaubte Geschwindigkeit und die Geschwindigkeit, die ich fahre. Wenn ich jetzt natürlich eine Navigation drin habe, dann kommen dann eben noch dieses Augmented Reality, dass dann diese Pfeile immer größer werden. Aber auch das, wenn euch das interessiert, das haben wir in der anderen Audi-Folge. Aber es ist trotzdem jetzt sehr angenehm wenig. Aber es wird dann eben so ein bisschen mehr, wenn man dann Navigation und so anhat. Also es ist nicht so, dass es überladen wirkt. Es ist ein sehr komfortabler großer Audi, so würde ich jetzt das Fazit sagen. Man hat sehr viel Platz. Also das ist jetzt wirklich ein großes Auto, auch von innen. Also das ist mal brauchbar. Hier kann man wirklich was ordentlich verstauen. Die anderen Fahrzeuge, die wir bis jetzt hatten, waren ja immer sehr zugebaut. Also auch Audi-typisch. Was ich noch gar nicht gesagt habe, den gibt es ja auch mit Anhängerkupplung. Und dann hat er wirklich eine gebremste Zuglast von 2,1 Tonnen. 2,1 Tonnen? Das ist schon wirklich nicht schlecht. Bei einem Elektroauto, das ist richtig viel. Und es ist ja auch schon ein Kombi. Und das ist also es ist schon ein großes Auto. Und also das ist schon wirklich gut. Ja. Also man kann sogar einen kleinen Pferdeanhänger. Ja, du hast ihn jetzt ein paar Tage gefahren. Wie würdest du das zusammenfassen, beschreiben? Sehr schönes Auto, super Qualität, lässt sich super fahren. Mir wäre er persönlich mit den fast 5 Metern zu groß. Es ist wirklich viel Platz in dem Auto. Nee, gerade Familie. Wir haben sogar beim Beifahrersitz haben wir Isofix. Man kann also hinten 1, 2, 3 hinten Kinder. 2 und vorne noch ein Kind. Also wenn einem der Preis nicht abschreckt, geht irgendwo, gut, das ist jetzt auch das S6-Modell mit den über 500 PS und so, der fängt eben bei über 100.000 an. Aber dieser hier kostet jetzt 125.000 und irgendwas. Aber man kann, hinten drauf steht. Wir holen mal zum Schluss die Preisliste raus. Genau. Also das Ding, was wir hier fahren, 126.000 Euro. Hier ist aber viel drin. Das teuerste Sportsitze, Leder, Panoramaglasdach kostet 2.500 und Tech Pro. Ich vermute mal, das sind die ganzen Displays hier, ne? und die Spiegel und so. Ja, Tech Pro ist da, glaube ich, sogar auf Fahrassistenz noch mit drin, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. Grundpreis 101.000 Euro. Also das S-Modell hier. Das ist unfassbar teuer, muss man schon sagen. Das finde ich ist, also Audi hat wirklich viel getan und das ist jetzt vom Gesamtkonzept, das finde ich das erste Audi-Fahrzeug, was wirklich so ein richtig neues Elektroauto ist. Du hast innen viel, du kannst es gut gebrauchen, du hast die ganzen Möglichkeiten hier mit One-Pedal-Driving, du hast eine Reichweite, das ist schon echt gut. Ja, es hat sich wirklich viel getan. Ja. Also sie haben viel gelernt und versuchen das auch alles umzusetzen. Und allerdings zu einem sehr hohen Preis und da soll jeder selber entscheiden, ob ihn das wert ist.